Nein. Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht noch. Oh. Ah, ja, von wegen, wir können eine Auswahl treffen. Ja, Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing. Wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Dieses Spiel will mich verarschen. No, it can't be. I don't want it to be. Die beiden Türen I füllen don't seinen want the game Raum. to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Okay, was machen wir dann? And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait, you know. I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are. Ich glaube auch, Raven. Ich glaube auch. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Ist einfach ein Zug durch den Raum gefahren. Was war das? Ich muss was trinken. Wieso steht da F1 unten an der Wand? Oh ja, PC könnte abgestürzt sein. Das hat sich so angehört, ne? Wie so ein alter ROM-Computer, der DOS-Computer, der abgestürzt ist einfach. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich weiß nicht, was auf den Zetteln, auf dem Ding stand. Ich weiß nicht, was da drauf stand. Darum, ich kann mich jetzt nicht danach richten, um das Spiel fortzuführen. Was mich aber definitiv interessiert, ist, wo die rote Tür hinführen würde. Die blaue Tür. Wir haben ja die rote Tür genommen. Das würde ich gerne noch mal sehen. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Vielleicht wisst ihr noch, welchen Weg ich genommen habe dahin? War das auch schon das unten mit dem roten Knopf? Also wo man nach unten fährt hier, also durch diese Tür hier links, um dann runterzufahren? War das der Weg? Oder war das hier hinten, wo ich dann runtergesprungen bin? Mittendrauf. Ich glaube, hier unten ist man ja direkt in diesen großen Überwachungsraum gekommen, oder? Da, wo du runtergesprungen bist, okay. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Okay. Das interessiert mich. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not so ein Déjà-vu gerade. Ich weiß nicht, wer es kommt, aber I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley.
Someone you forgot? What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Okay, okay, hier sind wir. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Ja, echt, nachdem er 20 Mal aufs Büro gelaufen ist, halt echt so. Stanley walked through the red door. Okay, blaue Tür, zeigt, show me what you got. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Nein, Stanley ist durch die blaue Tür gelaufen. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Nein, ist er nicht. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this? Show me the world. Don't let me stop you. Zeig mir die Welt. There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Yeah. Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Yeah. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Ich weiß With nicht. me, you've given me absolutely nothing so far. I'll tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. Okay. There we go. A third option. Ooh! This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Das sieht super aus. Ja, das ist genau mein Stil. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. The game benefited from allowing you more choices. Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Das Problem ist, was ist gut und was ist schlecht? Er hat mir nicht gesagt, ob eins gut ist, ob es ein Schulnotensystem ist oder Zahlen. Also, oder ob es halt nach oben hin besser wird. Es sind überall rote Knöpfe. Kann ich alle drücken? Oh mein Gott, kann ich vielleicht alle drücken? 5 ist gut, ja, wahrscheinlich, weil sonst wäre ja eine 6 noch mit dabei, darum. Gehe ich für die 3? Einfach nur weil? Einfach nur, um ihn zu ärgern? Kann ich nochmal herkommen zurück dann? Ich weiß nicht. Nummer 3. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Fuck Any level you. of critical thinking or engagement with your surroundings. Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Never! You're never going to get Based an on the opinion data from me. your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Ich bin Let's take a gespannt. look. Show me. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Wait. Hallo. Oh, das bin ich, okay. Ich bin der Schlechteste aus allen Spielern, okay. Ja, das ist okay. Oh, wow. Oh Gott. Echt? 21% haben die Intro-Sequenz geskippt. Huh. Okay. Ja, wäre spannend zu sehen, zu wissen, ob die Stats stimmen. Das wäre cool. Okay, also ich muss es jetzt bewerten gehen. Also ganz ehrlich, ich finde diese Information sehr cool. Aber ich kann...
Äh. Äh. Ähm. Ich glaube erstmal nicht, Simon. Ich mache hier erstmal weiter. Das ist gerade zu gut. Aber ihr könnt ja schon mal weitermachen dann auch. Was? Könnt ihr schon machen, wenn ihr wollt. Dann lese ich die Sachen danach weiter. Müsst ihr das Spiel nicht komplett durchspielen. Was ist denn jetzt hier? Bin ich jetzt wirklich stuck? Bin ich jetzt in diesem Spiel wirklich verbuggt? Oder ist das Teil davon? Also an diesem Punkt weiß ich es halt immer noch nicht. Hätte ich nicht hier durchgehen sollen? Ist hier irgendwas? Ich kann da jetzt nicht. Ich rückwärts gehe. Ich bin jetzt also ich muss das Spiel erneut beginnen, oder? Also ich meine, hier kommt nichts dabei rum. Hier kann ich nichts wieder öffnen. Oh Gott, oh Gott. Dann. Oder? War das jetzt richtig oder habe ich jetzt meinen gesamten Fortschritt verloren? Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Okay, also es ist auf jeden Fall irgendwas Neues. Springen kann man gar nicht. Also, ich kann da drauf bashen, wie ich will, es funktioniert nicht. Ha. Okay. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay. Also ich glaube, da ging es dann nicht mehr weiter, oder? Aber ich will... Aber es gibt doch den zweiten Weg noch. Wo ich ihn nur so halb nerve und dann kommt damit durch. Oder? Na komm, das probieren wir nochmal aus, bevor wir jetzt links reingehen. Yes, gimme that good Kaffee. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, Ja. giddy in a way he had never known before. Ja. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Müssen alles ausprobieren. And so he detoured through the maintenance section. Roter Knopf, aber diesmal nicht. Aber roter Knopf. Back on track. Okay, da hinten ist eine Tür. Und was ist hier? Also wirklich, das ist dann wirklich der Raum, in den man dann reingehen soll. Hallo? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Nicht verändern ohne den Whiteboard Manager. Das ist der Meetingraum. Kabalplanning. Gruppenplan. Gruppe 411. Was soll man über 432 machen? Boss Inspection, Financial Panic Meeting, geil. IT, wöchentliche Review,
Pranking Floors Meeting, was? Marketing Montage, wöchentliche Targets, Preview of Week Review, Office. Oh, Office Party. Oh, Freitag. Vielleicht sind die Leute einfach alle bei der Party und darum sind sie nicht da. Das würde Sinn machen. Darum hier um 4 Uhr? Ah, so, um 16 Uhr dann. Office Party. Ja, vielleicht ist es gerade einfach Office Party Zeit. Warum? Warum stehst du, warum steht das hier in einem, oh Gott, okay. Ne, ich frag einfach nicht. Morgen. Completed today's unfinished agenda items. Right, not day, again, gender feeling. Wer hat meinen Tisch bewegt? Okay. Oh, unangenehm. Ja. Okay, also hier kann man anscheinend noch einiges lernen, aber ich glaube, das wird zu viel, wenn ich mir das jetzt angucke. Die erste Tür, die ich versuche aufzumachen, glaube ich, nee, ich glaube die zweite oder so. Aber es ist ein Besenzimmer. Aber wenn ich jetzt hier durchgehe, dann bin ich bestimmt eingesperrt. Oder? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Aber hier ist überall Werkzeug. Ich will Werkzeug. Gib mir doch bitte Werkzeug. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Solange wie ich Lust habe. Also wahrscheinlich, wenn das Spiel auch so lange geht. Also ich werde nur das Spiel heute dann spielen. Ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt fertig werde. Ich werde vielleicht mal zwischendurch eine kleine Pause machen, um was zu essen oder so. Aber bisher noch kein offenes Ende. Und ich will nicht wieder nach oben laufen, da muss ich mich vielleicht wieder umbringen. Nee, keine gute Idee. Rotes Licht. Okay. Selbst hier unten liegt Papier rum. Hi, Lamy? Oh, da ist eine Katze unten drauf. Cool. Yes, ich auch. Also wenn ich es hinbekomme, dann mache ich es heute fertig. Das kann auch ruhig ein bisschen länger dauern. Das macht echt Spaß. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no Könnte reason recht at all. haben. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Ich kann meine Füße nicht sehen. Doors close automatically behind him Oh wherever nein. he went. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. Yeah. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. Oh nein. His co-workers weren't actually gone. Oh. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head
dictating everything that I'm doing and thinking. Also, ich höre ja nicht drauf. Now the voice was describing Großer Unterschied. being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm Es ist- dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, Berechtigte Frage. this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Warum nicht? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Huh. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. Ja. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How Ja, ja. else would the voice explain all that? This stimmt. voice was a part of himself too. Ja. Surely, if he could just... Hat ja recht. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake Nein, up. nicht Restart. Nicht Restart, nicht Restart. The cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone Oh, hear my God. voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. Nein, nicht wirklich, I am oder? sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Nein. Nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Ah. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Was? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay. Ich war noch nicht oben. Ich bin die Treppe oben noch nicht lang gegangen. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja. Oh. 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 Ja, okay. Wir wissen jetzt, wo das Geld der Firma
die Verkäufe hingegangen sind, ne? Da müssen wir jetzt gar nicht mehr drüber reden. Das ist jetzt, ja. Also, sorry, aber what the fuck? Like, was ist das hier? Mahagoni? Nein, das sieht aus wie Redwood sogar. Das ist so unglaublich teures Holz. Das braucht ewig zum Wachsen. Das hat alles damit beschlagen. Es ist... Ja, genau das. Er hat sich das selber ausgesucht hier. Er hat das ganze Geld verprasst. Extreme Bathrooms. Extrem Badezimmer. Geil. Und natürlich kennt man ja eine Ausgabe der Time. Ganz, ganz wichtig. Da hat es mich gerade kurz geschaudert. Die beigen Seiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Alle Hostile Takeovers, okay. Oh. Oh nein, der Panda! Was ein Arschloch von Boss. Business-Strategie. Du Wichser. Ich kenne dich noch nicht mehr und ich hasse dich jetzt schon. I'm the most expensive boss. Ja, das merke ich. Das merke ich. Das merke ich. Alter Schwede. Türen monatlich. Ja, so sieht das hier nämlich auch aus. Monatlich eingerichtet. Also da hinten geht's zum Boss, ne? Aber hier ist ein Fahrstuhl. Leute, was soll ich klicken? Hoch oder runter? Hoch oder runter? Es sind 3 Leute im Chat. Es müssten also auch 3 Meinungen geben. Hoch oder runter? Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann werfe ich eine Münze. Immer runter, da geht's zur Hölle. Okay, noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Hi. Okay. Okay. Dann muss ich eine Münze werfen. Oder ist noch ein Dritter im Chat, der gerade zuguckt? Also ich sehe, dass noch jemand zuguckt, aber ich weiß nicht, was das ist. Okay. Also. Zahl. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Zahl ist für oben. Kopf ist für nach unten. Wenn ich das Foto angeben kann, das wäre jetzt peinlich, wenn nicht. Es ist... Kann man das sehen? Es ist Kopf. Das heißt, wir gehen nach unten. Richtung Hölle. Nicht rigged. Die Hölle ist halt einfach, die zieht mich magnetisch an, weißt du? Da habe ich auch dann mein Jobinterview, sobald ich mal nicht mehr sein sollte. Also, wisst ja, wo ihr mich dann findet dann. Ja. Ja, kenne ich. Musste ich auch gerade dran denken. Er hat sich lange nicht mehr gemeldet. Seitdem wir er hat sich das ganze Bossbüro lang gar nicht mehr gemeldet. Und ich bekomme jetzt ein bisschen das Gefühl, dass, das nicht die richtige Entscheidung war. Jetzt hat's... Was? Okay, also nach unten geht nicht.
Hä? Nach unten geht. Okay, gucken wir nach oben. Ja, oh Gott, wie. Es hat meinen Namen gesagt.